Und raus damit und direkt hinterher raus damit. Schön mal wieder mit der Matchroute hier an der Yama unterwegs. Und an der Yama soll hier der Brachymystax gehen. Da bin ich doch gespannt. Ja, gerade in den Rekorden gesehen, Dordir zieht hier die übelsten Brocken raus. Brachymystax hier schön an der Yama. Und ich teste hier gerade mich so ein bisschen vor, immer ein bisschen weiter, ein bisschen von den Tiefen schon ein bisschen rumprobiert. Und jetzt haben wir es mittlerweile schon 9 Uhr. Zack, Lennox war jetzt mit drin, Brachymystax ist mit drin. Ja, und jetzt muss halt irgendwie weiter rumprobiert werden und getestet werden, wann und wie und wo der Brachymystax am besten reingeht. Wird ja in den letzten Wochen immer mal wieder und eigentlich ja schon fast vermehrt auf Pose gefangen. Also durchaus ein Fisch, wo es richtig gut mit klappt, wenn man eben auf Brachymystax hier mit der Pose reingeht. Ähnlich ja auch wie beim Lennox hier. Der geht ja auch immer mal wieder mit rein. Und ja, es ist ja quasi so eine Art Lennox, der Brachi. Hoppala, da schießt er direkt runter. Aber was Kleines nur. Ja, und das ist jetzt natürlich hier jetzt die große Frage. Wo und wie läuft er denn dann am besten? Da geht der nächste runter. Schnell, 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 schnell. Und er hängt aber auch schon dran. Jawohl. Das ist doch schon gut. Geht sogar leicht in die Bremse. Das ist immer ein gutes Zeichen. So wollen wir das. Und vielleicht haben wir hier auch schon wieder den nächsten Zielfisch. Aber letzten Endes ist es mir ja fast egal. Es macht einfach Bock, ne? Ich sage es dir. Es macht einfach eine Dolly. Auch nicht schlecht. Dolly Wadenforelle. Sehr schön. Zack, weiter raus. Dolly hatte geschrieben, sie auf 35 Meter Entfernung. 35 Meter, da würde ich sagen, müsste ich sogar noch weiter rauswerfen als bis jetzt. Ich habe allerdings den Brachymystax, den ich jetzt gefangen habe, hier vorne auf ca. 15 Meter schon gefangen. Also da ging auch schon einer rein. Bisschen weiter durchtreiben lassen. So ungefähr jetzt auf diese Höhe, ja. Ungefähr auf die Entfernung. Genau, aber wie gesagt nur auf 15. Na, jetzt bin ich hier bei vielleicht 25 Meter Entfernung. Also so ganz weit war ich gerade nicht draußen. Ich glaube, ich ziehe auch noch mal ein bisschen zurück. Das ist mir sonst einfach zu weit. Und ich denke, ich werde auch gleich noch mal einen Clip vielleicht reinmachen. So, jetzt lassen wir es hier vorne noch mal durchtreiben. Und das Ganze hier auch noch mal. Zack, auch noch mal wieder aufmachen. Durchtreiben lassen. Genau, so ungefähr in dem Bereich. Das sind vielleicht sogar so eher nur 10, 12 Meter. Und dann, wie gesagt, einfach schön runtertreiben lassen. Zack, war er mit dabei. Köderkombis muss ich auch gleich nochmal testen. Im Moment bin ich hier mit der Kombi Mistkäfer und Maikäfer. Maikäfer ist immer mal wieder the way to go. Ja, fast so ein bisschen Farbe des Köders, passend zur Farbe vom Fisch. Dementsprechend ist aber auch immer mal wieder ganz gut die Dasselfliege mit dabei. Also eher so ein bisschen so bräunlich oder leicht gestreift und so. Das hat immer ganz gut auch funktioniert. Und ich mache da einfach mal jetzt eine Route zum Testen. Immer mal wieder schön was Unterschiedliches. Und die andere, zack, die bleibt dann schön traditionell. Damit ich solche Videos wie dieses hier machen kann, brauche ich immer mal wieder zwischendurch Sponsoren, die das Ganze möglich machen. Einer dieser Sponsoren ist aktuell Opera GX. Opera GX ist ein Browser, der auch perfekt ist für PCs, die nicht ganz so leistungsstark ist. Denn hier hast du nicht nur die Möglichkeit, das Ganze farblich anzupassen, wie es dir gefällt, sondern du kannst auch die Leistung anpassen. Und das war auch für meinen PC vor einem Jahr noch absolut essentiell, denn so konnte ich den RAM-Limiter aktivieren, beziehungsweise auch den CPU-Limiter und hatte dadurch die Möglichkeit, neben dem Zocken auch einfach den Browser offen zu haben, ohne großartigen Leistungsverlust zu haben. Und dort konnte ich dann im Browser zum Beispiel auf YouTube unterwegs sein und mir die aktuellsten Videos angucken und dann parallel einfach dazu noch zocken. Du siehst also, der Opera GX bietet jede Menge Vorteile. Für mich, wie gesagt, der beste Vorteil hier die GX Corner, damit ich hier sämtliche Premieren, also Release-Daten immer wieder im Blick habe.
Und natürlich super wichtig, Leistungsoptimierung, das ist für mich das A und O. Ich will nebenbei den Browser offen haben und zocken können, ohne dass eins von beiden irgendwo einknickt und der Rechner das alles packt. Unter dem Video findest du einen Link direkt zum Browser. Einfach draufklicken, runterladen, angucken und ab geht's. Zack, und da geht wieder was runter. Und zwar auf traditionell, also auf Mistkäfer und Maikäfer. Und es ist der Zielfisch. Da ist er. Nur 2, noch was, aber immerhin. Ich werfe noch mal ein bisschen weiter. Das ziehen wir mal wieder raus. Und ich glaube, auch hier werfe ich noch mal ein bisschen weiter. Achso, habe ich die Tiefe schon gesagt? 1,50 Meter Tiefe. 1,50 Meter. Nochmal weiter. 1,50 Meter Tiefe. So. Und dann, wir gucken, glaube ich, mal eben rein, ne? In so ein Setup. Ja, komm, gucken wir einfach mal rein. Wenn einer reingeht, geht er rein. 13,8 Kilo vom Gesamtsetup. 13,8 Kilo jetzt hier. 1,0er Haken habe ich ausgewählt. Mistkäfer, Maikäfer. Und das Ganze hier auf der Rebellion Match. Das macht natürlich dann immer Sinn, weil bei der Rebellion Match haben wir auch noch +5 aufs Posenangeln und beziehungsweise, ja doch, +5 auf Posenangeln und plus auch nochmal hier auf die Montageart. Also schön Bonuswerte. Schade, nicht mehr gehakt. Aber, was haben wir da? Klein Lennox. Ja, was mich jetzt natürlich die ganze Zeit schon reizt, ist, ob das hier auch funktioniert mit der Maus im Spinning. Vielleicht nehme ich gleich nur eine Route und lasse sie durchtreiben und teste dann nebenbei auch nochmal eine weitere Spinning-Route. Zack. Und werfe die dann raus und mache dann einfach hier mit der Maus. Warte mal, haben wir nicht hier. Da ist die mit 70 Gramm. Vielleicht können wir das gleich schon mal testen. Denn Maus hat auch immer mal wieder ganz gut funktioniert. Gehen wir mal auf die kleine 20er vielleicht sogar nur ein. Und auf braun. Die kleine braune Maus. So. Tempo 25. Raus damit. Und da geht schon was runter. Und zu spät. So, ja, da muss man jetzt natürlich gucken die ganze Zeit. Wobei das mit der Maus ja dann auch gar nicht so wild ist. Denn die kann man ja auch einfach mal so ein bisschen, zack, einfach mal so ein bisschen treiben lassen. Also die Maus muss man ja nicht so führen, dass man quasi eine Führung... Lol, Alter, ein Ogui! Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Der winzige Ogui hier drauf. Naja, ist ja auch die kleinste Maus, ne? Da darf der schon mal. So, jetzt muss ich aber langsam reinziehen und der nächste Biss. Auch nicht schlecht. Vielleicht sollte ich dann doch lieber mit der Maus hier weitermachen. Ne? Was haben wir denn da? Silberlachs. So, jetzt aber schnell reinziehen. Denn die treiben mir sonst ins Unendliche da hinten. Und das ist eben der Nachteil. Ne? An solchen Stellen muss man eigentlich, naja, eigentlich so auf einen Schnurclip setzen. Irgendwie 30 Meter Schnurclip. Und dann wirft man aus, oder jetzt ja auf 35 Meter Entfernung sollte man ja rauswerfen hier. Und dann lässt man das rumtreiben und macht vielleicht einen 40 Meter, 50 Meter Schnurclip. Und danach muss man aber auch irgendwann wieder reinkurbeln. Sonst kurbelt man sich hier einfach ständig und ständig und ständig in den Heißen. Und das lange Einkurbeln, das braucht einfach zu viel Zeit, ne? So, gucken wir mal. Mir fällt gerade auf, die Kameraeinstellung muss ich nochmal wieder machen. Das hatte ich nämlich auf meinem alten, die ist ja vom PC zu PC immer gespeichert. Und mit dem neuen PC hier, da ist das noch nicht drin, dass ich kurbeln darf und die Cam gezoomt haben darf. Da geht das sofort wieder raus, wenn ich anfange zu kurbeln. Aber doch noch ein Biss hier vorne. Und ein kleiner Brachi, selbst hier drauf. Also, ich muss mir das auf jeden Fall mal... Zack, doch noch reingegangen, jawohl. Auf jeden Fall gleich mal angucken. Und da ist nichts, okay. Also, wir ziehen das hier mal eben rein. Und dann baller ich jetzt hier gleich nochmal ein paar Mäuse durch. Ob das nicht auch noch geht. Brachymystax wäre natürlich auch der Oberhammer, wenn der hier reingeht. So, wie sieht das denn aus mit einer 35er Maus? Habe ich die 35er? Hab ich. In Brown. Detail, 4,0er Haken. Na klar, wenn dann richtig. So, raus damit. Und jetzt lassen wir das schön hier durchziehen, das Ding. 3, 4, 5 Mal kurbeln. Bisschen Pause.
Und wieder einfach so ein bisschen intervallmäßig. Zack, wieder ein bisschen Pause. Und das Ganze teste ich allerdings auch gleich nochmal in schnell. Also nachdem ich das jetzt so langsam hier gemacht habe, muss ich das auf jeden Fall auch nochmal in schnell testen. Also mit schnellerem Einkurbeln, aber auch immer so ruhig intervallmäßig. Immer mal wieder kurz anhalten. Und jetzt bei dem großen Köder, naja gut. Da wird das nicht so schnell funktionieren, dass da was reinballert. Aber auch das muss man dann natürlich probieren. Und es ist nach wie vor, also es ist durchaus eine Option, dass die hier drauf reingehen, ne, auf die Mäuse. Gucken wir mal. Wäre nicht so schlecht. Wenn das für einen Lennox funktioniert, dann wird das doch auch für den Lennox-Verwandten bestimmt funktionieren. Dass der sich dann einfach mal hier schön eine fette Maus gönnt. So, jetzt habe ich aber ausgiebig hier durchprobiert und muss sagen, ne, so richtig der Burner ist es nicht. Also, ein winziger kleiner Brachymystax hier, der Rest hat sich nicht gelohnt. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal schön wieder zurück auf Pose. Es ist 16 Uhr, wenigstens noch die Abendstunden mitnehmen und gucken, ob da noch ein bisschen was geht. Also wieder raus damit, extra ein bisschen weiter jetzt rauswerfen. Gucken wir mal, dass wir die 35 Meter hinkriegen. So, das soll doch so einigermaßen passen. Und dann lassen wir das Ganze hier schön wieder runtertreiben. Einfach immer so einen schönen Abschnitt. Und wenn man sich, zack, siehst du, und wenn man sich da wieder verklickt und wenn man sich dann denkt, ja klar, jetzt reicht es aber auch langsam, dann zieht man einfach wieder ein. Und da haben wir Biss, na guck. Trotz, dass es eben nicht mehr wirklich getrieben ist, kommt hier der Zielfisch. Der Brachymystax als Baby. 900 Gramm, aber immerhin maßig. Also die scheinen da hinten zu sein. Schön nochmal raus damit. Zack. Und hier das auch nochmal wieder einkurbeln. Und dann einfach schön auf Pose bleiben. Wenn es doch läuft, warum denn dann großartig ändern? Wobei, hier habe ich ja eh schon die Änderung drin mit der Dasselfliege und mit der Maikäferlarve. Das ist eher schon eine Änderung. Statt, oh warte, ich könnte noch die Grille drauf machen. Die mache ich gleich nochmal drauf, statt Dasselfliege. Dann haben wir zumindest da nochmal farblich ähnliche Köder dann draußen. Das klappt doch bestimmt auch, oder? Da muss doch was noch klappen. Ja, testen. Also, Brachymystax hier an der Yama. Hatte ich das auf der Map schon gezeigt? Hatte ich noch gar nicht, ne? Hier sind wir auf der Map. G4. Schön mittig. Und dann 35 Meter weit raus das Ganze. Und gib ihm. Und dann mal gucken, wie das denn noch so weiter läuft. Ich werde auf jeden Fall ein bisschen weiter testen. Es ist halt immer gut zu wissen, wenn der Fisch an einer Stelle immer mal wieder oder mehrfach gefangen wurde in guten Größen, dann muss man das auch einfach nochmal testen und weiter testen und auch mal ein bisschen länger da bleiben. Und dann, je nach Wetter, das ist natürlich auch immer wieder wichtig, je nach Wetter vielleicht auch mal in verschiedenen Höhen ausprobieren, ob man nicht vielleicht doch statt 1,50 Meter Tiefe vielleicht mal ein bisschen tiefer oder ein bisschen flacher unterwegs ist und dann gucken, was besser läuft. Im Moment ist hier schön Sonnenschein, also wenn das bei mir gerade läuft, heißt das natürlich noch lange nicht, dass es bei dir genauso gut läuft, bei unterschiedlichem Wetter, ne? Da muss man natürlich dann immer gucken. Upp. Der nächste Lennox, der schmeckt auch richtig mit 3 Kilo. Das schmeckt auch richtig. Ja, sehr gut. Und hier der Brachymystax mit 1,9 auf die Köderkombi, also doch mit der Dasselfliege. Na guck, aber jetzt kommt hier nochmal die Grille drauf, ein bisschen größer als die Dasselfliege. Direkt wieder raus, aber ja, die Entfernung scheint tatsächlich so zu passen, 30, 35 Meter rum. Also, das macht auf jeden Fall doch nochmal einen Unterschied und ich ziehe jetzt hier einfach nochmal weiter durch. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, Petri.